Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE Kanal. Heute ist ja wieder Mittwoch, das heißt, ich gebe wieder so ein paar Tipps zum Abnehmen, zum Wohlfühlen oder auch das Gewicht eben halt halten. Und was ich euch heute vorstellen werde, erfahrt ihr genau nach dem Intro. Bis gleich. Unsere klassische Ansicht, wie immer, was wir brauchen. Wahlweise könnt ihr entweder normale Milch oder hier Biomandel, aber ohne Zucker natürlich, nehmen. Ein paar Mandeln brauchen wir. Dann habe ich hier 2 Feigen, Haferflocken, entweder zart oder ein bisschen kerniger. Aber das Hauptbestandteil, was wichtig ist, sind diese Chiasamen. Über den erzähle ich gleich im Beitrag noch etwas. Das wird unser Frühstück. Damit kommt ihr bis Mittag durch den Tag. So, auf geht's. So Leute, wie versprochen, schauen wir uns mal hier diese Chiasamen an. Das sind so kleine, die sehen zwar klein aus, aber die haben es wirklich in sich. Jede Menge Vitamine, Ballaststoffe, Omega-3, Öle, alles hier drin, kann man hier hinten auch alles ablesen, brauche ich jetzt nicht unbedingt alles erzählen. Wer das nicht weiß, was das ist und was die alles können, kann das im Internet recherchieren. Deswegen benutze ich das auch. Das hatte ich vor 2 Jahren habe ich das schon mal in dieser Version probiert. Deswegen zeige ich euch mal diese Variante, wie ihr über den Tag kommt, ohne viel zu essen. Wenn ihr in einer, egal was für eine Diät ihr macht, um diese Diät eben halt zu unterstützen, könnt ihr das so in dieser Art, wie ich es mache, oder auch etwas anders mit anderen Zutaten. Ich benutze jetzt hier Bio-Mandelmilch ohne Zucker und da habe ich direkt die passenden Mandeln auch dazu. Ihr könnt natürlich anstatt Mandeln, habe ich hier auch, ne, könnt ihr auch die Walnüsse nehmen, wie ihr wollt. Ich habe mich jetzt mal für Mandeln entschieden, weil das genau so gut hierzu passt. Und dann natürlich Haferflocken, entweder hier diese zarten oder es gibt auch die bisschen körnigen. Und die Feigen, getrocknete, könntet ihr auch theoretisch Blaubeeren nehmen oder Himbeeren, Banane zum Beispiel. Das ist jetzt ein gesundes Frühstück. So in der Art habe ich es schon mal gemacht. Wir nehmen einfach mal 2 Esslöffel habe ich jetzt mal hier unseren Haferflocken. Das reicht. Und dann einen ganzen Esslöffel Chiasamen. Die sehen jetzt klein aus, aber sobald man jetzt Milch oder Wasser hinzugegeben hat, die quellen auf. Das wird dann nachher ein bisschen stehen lassen. Das wird dann nachher richtig wie ein Brei und wird auch mehr. Und dann ist ja der Vorteil eben halt, die quellen dann im Magen auf, so dass der Magen, man hat das kaum zu Ende gegessen, sagt der Magen schon, der Kopf sagt, oh, ich bin satt, hör auf. Deswegen nicht zu viel, das reicht nachher wirklich aus. Ihr werdet sehen, und wenn ihr das nachmacht, werdet ihr es auch tatsächlich so empfinden, dass der Magen auf einmal sagt, reicht. Hier so eine Handvoll Mandeln. Entweder könnt ihr die direkt schon so groß da rein tun. Ich mache die aber so ein bisschen klein. Die Hälfte. Wie Nüsse. Ihr könntet theoretisch auch Haselnüsse natürlich nehmen. Und alles nicht allzu viel. Hat zwar wenig Kalorien, das alles jetzt, aber es sind trotzdem Kalorien im Spiel. Ganz besonders lecker sind diese Chiasamen eben halt, weil es auch ein Eiweißlieferant ist. Ja, die machen wir mal hier so klein, eben schnell. Könnt ihr morgens, wie gesagt, ich mache das jetzt nur, dass das mundgerecht ist. Ihr könntet ihr auch natürlich auf die Schnelle einfach eine Handvoll hier so mal reinschmeißen, geht auch. Und die Feigen nicht vergessen, auch so ein bisschen mundgerecht hier so schneiden. Weil wir nehmen ja keinen Zucker oder so da rein und die sind ja noch ein bisschen süß hier, die Feigen, so dass man dann ein bisschen Süße drin hat. So, hier den Stiel hier wegtun und dann ist es auch schon fast fertig.
So, jetzt noch alles mischen. So, dass das drüber liegt. So. Vorher gut schütteln. Und jetzt einfach mal hier so umrühren. Ihr könnt jetzt, wenn ihr euch noch nicht rasiert habt und Zähne geputzt habt, wie auch immer, das hier schon so vorbereiten. Einfach hier mal so stehen lassen. 10 Minuten, 15 Minuten. Und ihr werdet sehen, das wird dann nachher ein bisschen dicker. Weil ihr merkt schon, die sind schon ein bisschen größer geworden, die Chiasamen. Ja? Wie gesagt, 10 Minuten lassen wir das jetzt mal stehen. Das wird gleich zum Brei. Und dann können wir das genießen. Und sind auch schon fast fertig mit diesem Rezept. Bis gleich. So Leute, 10 Minuten sind um. Schaut mal, da war ja gerade flüssig. Seht ihr, das meinte ich, wie die aufquellen. Ne? Noch ein bisschen mehr, dann ist dieses Wasser auch weg, die Milch. Aber so ist das jetzt schon fertig zum Genießen. Ich drehe mich mal zu euch und erzähle euch noch was. In der Zeit könnt ihr noch hier so ein bisschen bleiben. So, vielleicht habt ihr auch mein T-Shirt vorhin auch schon gesehen, meine neue Kollektion. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich sowas auch bei mir im Online-Shop kaufen. Bisschen Eigenwerbung muss sein. Nochmal zu den Chiasamen, die kommen aus Mexiko ursprünglich. Früher die Azteken, habt ihr bestimmt schon in den Filmen gesehen. Die sind dann ja mal losmarschiert von einem Dorf ins andere. Und es gab ja auch nicht so viel zu essen. Deswegen haben die damals schon diese Chiasamen eingenommen, weil die haben lange satt gehalten. Bis man von einem Ort ins andere war, haben die richtig gut satt gehalten. Und das ist ja auch Zweck unserer Diät, wenn ihr eine Diät macht, eben halt wenig Kalorien zu sich nehmen, den ganzen Tag irgendwie versuchen auszukommen. Wenn man aber Heißhungerattacken kriegt, mittags rum, dann sucht man richtig so nach irgendwo etwas zu essen. Um das eben halt zu vermeiden, haben wir jetzt hier diese Chiasamen Pudding, sage ich mir immer dazu. Guck mal, sieht jetzt wie ein Pudding aus. Den probieren wir jetzt mal. Deswegen machen wir das ja. Natürlich ist hier keine Süße jetzt da drin. Das wird noch ein bisschen süß, wenn ihr so eine Feige erwischt. Aber die Mandeln sind richtig lecker hier drin, Leute. Das könnt ihr jetzt einfach mal so. Wie gesagt, es schmeckt nicht süß. Aber da ist ja eben halt Sinn und Zweck. Und es wird den Chiasamen noch richtig gute Sachen. Moment, mit vollem Mund sollte man ja nicht reden. Nachgesagt. Senkt sogar Cholesterin und sowas alles. Und ich habe das jetzt nicht alles im Kopf. Ich habe das mal vorhin gelesen. Und vor 2 Jahren hatte ich das auch schon mal alles hier oben in den Birne gehabt. Und man wird ja älter. Aber ihr könnt das nachlesen, was der so alles kann. Wichtig ist für uns, dass es satt hält, dass wir bis mittags, wenn wir morgens aufgestanden sind, bis mittags nichts mehr nehmen, nur noch das. Und mittags dann eben halt euren Diätplan weitersetzt. Das ist so eine Art Ergänzung zu dem Diätplan, die ihr bevorzugt. So, ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas Neues dazu beitragen, dass ihr was Neues gelernt habt. Ansonsten könnt ihr solche Sachen, solche ganz viele Rezepte, jeder macht das ja so auf seine Art. Der eine macht Blaubeeren rein, der eine tut Himbeeren rein. Und ich habe jetzt mal diese Zutaten drin und mir persönlich schmeckt es. Könnt ihr auch gerne probieren und bei Gefallen weitersagen und auch mir ruhig in den Kommentaren schreiben. Entweder es hat was gebracht oder es hat nichts gebracht oder du erzählst nur Mist. Ich bin für Kritik, wie gesagt, auch offen. In diesem Sinne, gutes Gelingen beim Abnehmen. Man sieht sich wieder am nächsten Mittwoch mit einem anderen Tipp zum Abnehmen. Macht's gut, euer Mehmet Oe. Ciao Leute.